So, Benjamin Brümer von der Firma UBM. Letzte Woche habe ich ein Video gemacht über NetCrunch-Lizenzierung und wir haben dort gesehen, dass die Anzahl von Interface oder Port an den Switch und an der Router dort eine Rolle spielen. So, wie geht NetCrunch vor? Welche Interface werden automatisch in der Monitoring aufgenommen? Und natürlich habe ich eine Möglichkeit zu verändern. Mit der Netzwerküberwachung und der Integration von Ihren Ports und von Ihrer Interface bekommen Sie von NetCrunch solche grafische Karten automatisch gemalt und Sie bekommen natürlich Informationen über die Bandbreitenutzung, über gegebenenfalls Paketfehler, Geschwindigkeit an den Ports und natürlich welche Geräte über MAC-Adresse an welche Port angeschlossen sind, wonach Sie auch suchen können. Ich gehe jetzt in meine Konsole und nehme mal eine Switch und wir gucken mal über den Statusfenster, welche Interface dort gemonitort werden. Und wir sehen, dass es insgesamt 42 Interface vorhanden sind und dass 22 gemonitort werden. Dabei sind es Ethernet-Interface, aber auch WLAN-Interface oder Interface von anderem Typ. So, wie geht NetCrunch vor? Um welche Interface sucht er sich aus für das Monitoring? Das ist konfiguriert in der Node Settings. Alles läuft über SNMP und in der SNMP-Konfiguration habe ich ein Kachel Interfaces. Wenn ich auf Edit drauf gehe, ist hier konfiguriert, dass er All Active Interfaces an den Switch monitort. So, das ist eine Filter, All Active. Es gibt weitere Filter, die ich verwenden kann. All Interface, Ethernet Only, IP Only und ich kann diese Filter auch für meinen spezifischen Bedarf anpassen. Diese Settings können Sie in Multi-Edit machen. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Filter definiert haben, können Sie alle Switch editieren und sagen, er soll diesen neuen Filter verwenden. Wir schauen mal, wo diese Filter definiert werden. Das ist in der Settings-Konfiguration oder Server-Konfiguration. Unter Interfaces habe ich eine Interface Monitoring Settings und dort ist meine Filter definiert. Das heißt, hier für mein All Aktiv ist der Overall Status auf aktiv und der Interface-Typ ist alles außer Loopback und außer. So, wenn ich meinen Filter All aussuche, dann ist es natürlich nichts definiert. Das heißt, alle Interface werden gemonitort. Und hier zum Beispiel für Ethernet Only ist der Interface-Typ für Ethernet. Will ich jetzt weitere Typen ausschließen, kann ich hier in der Typfeld entsprechend den Typ aussuchen. Und Sie sehen, da sind viele unterschiedliche Interface-Typen. Um herauszufinden, welcher ist für mich interessant, kann ich in der Interface-Ansicht von NetCrunch drauf gehen. Das heißt, irgendein Netzwerk nehmen oder da, wo mein Switch drin sind und auf Interface draufgehen. Und hier habe ich eine Feldtyp, kann danach suchen und der mir interessiert hier, wenn ich die VLAN ausschließen möchte, dann ist diese Layer 2 VLAN mit 802 IQ. Komme ich zurück in meine Konfiguration, Interface und ich könnte hier entweder einen neuen Filter definieren oder direkt in meinen Filter für All aktiv die entsprechende Interface-Typ hinzufügen. Gehe ich jetzt zurück auf meinen Switch, gucken wir mal in der Interface, der überwacht, in dem Statusfenster unter Interfaces. Wir waren bei 22, jetzt sind wir bei 15. Eine weitere Möglichkeit, was Kunden machen, ist, dass sie einen bestimmten Name unter Description geben und wenn zum Beispiel dieser Name mit NC anfängt, dann soll es überwacht werden. So, wie wird das konfiguriert? Wir gehen mal wieder in der Interface Monitoring. Wir gucken hier die NC und wir können jetzt sagen auf if alias start with NC, dann soll es konfiguriert werden. Das werde ich anwenden an mein Skript, an mein Switch, Entschuldigung. Und dann gehen wir jetzt an den Switch-Konfiguration. Interface, All aktiv, ändere ich mit NC, Save, okay.
Und jetzt gehe ich nochmal an meine Status, Interface. Und das sind nicht mehr 15, sondern das ist 11, nur wo da NC steht. Und jetzt kann das Netzwerkteam die Interface-Alias so setzen, dass ich selber bestimmen kann, ob das in der Überwachung automatisch aufgenommen wird oder eben nicht. Ich kann es vorführen. Ich gehe mal in meine Switch-Konfiguration. Ich sehe, diese Interface ist ohne NC, das heißt, die ist nicht in der Überwachung. Das kann ich nachvollziehen und ich sehe, die ESX02 ist jetzt nicht drin. Ich sehe alle Interface, aber ich sehe nur die, die dann überwacht werden mit dieser Auge drauf. Und dann mache ich die Konfiguration. Ändern wir die Description mit NC ESX02. So. Und nach kurzer Zeit wird entsprechend NetCrunch automatisch die Interface überwachen. Letzte Frage. Gibt es eine Möglichkeit, pro Switch genau zu definieren, welche Interface ich da überwachen möchte, ohne diese Filter zu verwenden? Und auch das geht, auch in den Node Settings, unter meine Interface-Kachel. Dann kann ich drauf gehen auf Custom Filter. Und hier kann ich den Filter nur für diese eine Switch definiert. Und neue Filter. Das ist nicht Interface-Typ. Sie sehen, man kann mit diese ganze Attribut arbeiten, sondern das ist mit Interface. Ist in List und dann bekomme ich dynamisch die ganzen Liste von der Interface, die an der Switch konfiguriert sind. Und ich kann jetzt die Interface auswählen, die ich überwachen möchte. Natürlich ist über ein dynamischer Filter besser, weil hier bedeutet Handarbeit und in der Zeit ist es etwas, was meistens nicht so gut geht. So, das heißt, ich lasse es auf meine NC. Das ist eine elegante Lösung. Und wie gesagt, über die Multi-Edit habe ich die Möglichkeit, das in einem Rutsch für alle meine Switch zu machen. Und natürlich, wie immer mit NetCrunch, sollte ich im Nachhinein mein Filter ändern, dann würden Sie alle Switch davon eben profitieren. So, das war's. Ich hoffe, das war hilfreich und bis nächstes Mal für ein neues Tutorial. Tschüss.